Wir sind hier versammelt bei einem großartigen Ereignis und was wir hier tun, ist ein Zeugnis geben, ein großes Zeugnis von diesem Ereignis. Unser Pfarrpatron ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, im Hochaltar steht er, und da gibt ein Zeugnis für Christus Jesus. Ich möchte diese Bibelstelle vorlesen. Lesung aus dem Evangelium nach Markus. Es beginnt die ersten 4 Verse. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn, wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufens in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Fürstenfelder Umgebung, liebe Schwestern und Brüder in Jesus, Johannes ist am Bote, gibt Zeugnis von Jesus. Die Glocken sind auch jene, die auf Jesus weisen wie Johannes. Sie sind Boten von Jesus Christus und weisen auch ihm den Weg in der heutigen Zeit und Gesellschaft. Wenn Glocken erklingen, dann ermahnen sie auch uns zum Gebet, dann rufen sie uns und sie führen uns zu Jesus Christus. Ich glaube, das ist die Botschaft, die Glocke wie Johannes zu sein. Die lebenden Glocken, lebenden Zeugnisse sind wir als Menschen. So wollen wir den Guss segnen, damit er wirklich zum Segen für uns alle Menschen werde. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, die ganze Schöpfung verkündet dein Lob. Sieh auf das Werk unserer Hände und segne dieses flüssige Metall, das für den Guss dieser Glocken bestimmt ist. Leite seine feurigen Ströme und schenke unser Mühen Erfolg. Gib, dass die neue Glocke deinen Namen verherrliche inmitten deiner Gemeinde. Gib, dass diese Glocken Zeugnis geben wie einst Johannes der Täufer, dass sie Zeugnis geben wie wir. Das gewähre uns durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und lass uns gemeinsam beten, wie Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr, komme unserem Handeln durch deine Gnade zuvor und begleite es mit deiner Hilfe. Gib, dass all unser Beten und Tun von dir ausgehe und durch dich gelinge. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus. Nach dem Guss und vorbei singen wir hier. Temperatur ist erreicht, wir sind etwa bei 1200 Grad Temperatur. Ich übergebe jetzt das Mikrofon wieder. Die Glocken ist da vorne in der Erde eingegraben, bitte. Das ist der Franziskus oder wird die gewusst werden?
Vorsicht, kann immer ein bisschen spritzen, theoretisch. Haben wir soweit? Reifen frei? Ofen bereit? Gut. Wegen Wechseln, weißt du Bescheid? Ich sage dir Bescheid. Das heißt, genau die Stelle merken, wo er drin ist. Ich ziehe die erste. Ja.
Also die Glocke mit 800 Kilo ist gegossen, sehr ruhig, sehr schön. Und ich hoffe, dass das Ergebnis auch so schön wird. Nach dem Guss weiß ich ja genauso viel wie Sie, gar nichts. Ich weiß nur, die Form ist voll, sie ist gegossen, alle Konturen, alles ist jetzt ausgefüllt mit Bronze. Die Maße haben gestimmt, der Lehm war gut, wir haben andere Glocken in der Zeit auch gemacht. Also es ist alles so, dass wir sagen können, es wird sicher ein schöner Guss. Bravo. Manchmal ist es dann so, dass man nach dem Gießen die Glocken herausnimmt, auspackt, den Kern rausstemmt und wäscht und dann die Klangprobe kommt. Und die muss dann auch noch stimmen. Und das Geläute soll ja einmal 5 Glocken gemeinsam sollen da zu läuten sein. Wir haben dann die Stimmung C, S, F, G, B und diese Töne sollen aufeinander abgestimmt sein. Und wenn jetzt eine Glocke rauskommt und ist zu tief, dann müssen wir sie nochmal machen. Wenn eine Glocke zu hoch ist, dann können wir sie in einem gewissen Rahmen korrigieren, aber nicht beliebig. Und das ist jetzt das, was abzuwarten ist, das Ergebnis vom Guss, dass alles gut gegangen ist. Und insofern freue ich mich jetzt, dass ich zumindest beim Glockenguss selber sagen kann, der war schön und gut. Danke. Was Sie hinter sich hier sehen können, sind 2 Formen in verschiedenen Stadien. Die rechte Form, das ist die größere Form jetzt, ja, die schon oben so einen Kopfausbau hat. Die ist praktisch schon bereit für den Guss. Die muss noch zerlegt werden und hergerichtet werden, aber die Form an sich ist fertig gebaut. Bei der linken Form, da sehen Sie jetzt schon in Ansätzen einmal die Glocke, die es werden soll. Das ist noch nicht ganz glatt. Das sind raue Lehmschichten, die von Hand aufgetragen worden sind. Ich erkläre es jetzt mal kurz im Zusammenhang. Damit wir die Bronze gießen können, graben wir hier in die Erde eine Form ein. Und in dieser Form ist der Hohlraum der Glocke. Das heißt, die Glocke selber, die Kronenhenkel und die Inschriften auf der Glocke sind alle dann in einem Guss zusammen. Das muss man natürlich vorbereiten. Und damit ich so einen Hohlraum bekomme, in den ich die Bronze gieße, baue ich zuerst einmal eine Form auf. Und diese Form ist aus Lehm und diese Form hat 3 Teile. Einen inneren Kern, eine mittlere falsche Glocke und einen äußeren Mantel. Vor dem Gießen kann ich jetzt diese Form zerlegen und kann die mittlere falsche Glocke rausnehmen. Die war der Platzhalter für meine richtige Glocke. Und das äußere und innere Formteil, also Kern und Mantel, setze ich wieder zusammen. Und dann ist inzwischen genau der Hohlraum der falschen Glocke und da kann ich die Bronze reingießen. Diesen Schritt haben wir heute gemacht. Bei diesem Glockenguss jetzt hat sich alles entschieden, wie die Arbeit wird. Wir konnten vorher eine Berechnung durchführen. Wir konnten hier eine Kontur berechnen einer Glocke. Das ist der Blechstreifen. Das wird einmal die Glocke werden. Und hier kommt auch oben die Krone drauf. Unten ist ein Fundament, das man braucht, damit die Form unten dicht ist. Die Glocke geht also von meinem Finger weg bis hier oben rauf. Das ist die Mitte. Und jetzt denken Sie sich die andere Hälfte dazu. Ja? Mit dieser Schablone wird eine Form gebaut in der richtigen Größe. Mit der Schablone baue ich zuerst die Innenform, nämlich den Kern. Und über diesen Kern baue ich die falsche Glocke drüber. Der Kern besteht aus mehreren Lehmschichten und die falsche Glocke besteht aus mehreren Lehmschichten. Aber zwischen Kern-Lehmschichten und falsche Glocke-Lehmschichten ist eine Trennschicht dazwischen. Dann kann ich es später wieder auseinandernehmen. Die anderen Schichten vom Kern, die kleben fest zusammen. Und auch die Schichten von der falschen Glocke kleben fest zusammen. Wenn Sie sich also vorstellen, dass wir zuerst 3 Teile gebaut haben, das mittlere rausgenommen, die Verzierungen und Inschriften aus Wachs waren aufgesetzt auf der falschen Glocke, die sind dann weggeschmolzen beim Formenbau, aber der Abdruck, der blieb negativ erhalten im Außenbereich, in der Außenform. Als wir dann die Form zerlegt haben, haben wir den Mantel abgehoben und dann können wir von innen die Inschriften negativ sehen. Und der Kern steht dann wieder vor mir, wenn wir die falsche Glocke abgeschlagen haben. Und jetzt kann ich dann den Mantel, wenn er fertig verputzt ist,
auf den Kern setzen, miteinander verspannen und das Ganze wird hier in die Erde eingegraben. Das ist gestern passiert. Heute früh haben wir dann noch den Kopf oben fertig gebaut und getrocknet und dann das Eingusssystem gelegt vom Ofen. Jetzt, wo die Glocke gegossen ist und die andere Glocke gießen wir, wenn wir wieder heiß sind, also ungefähr in 2 Stunden. Wenn also die Formen eingegraben sind, dann sehen Sie, dass wir oben einen Kopf aufbauen. Wenn die Glocke gegossen ist, dann bleibt oben noch flüssiges Material im Kopf, weil die Krone, wenn die kalt wird und fest wird, dann zieht die noch Material nach. Und damit die dann nachziehen kann, hat man oben einen Kopf aus flüssigem Metall, der lange heiß bleibt. Gibt es hier welche Fragen, die hier gestellt werden müssen, sonst können wir drüben auch fragen. Wie lange braucht bis kalt ist? Also die Glocken je nach der Größe brauchen zwischen, sagen wir bei 50 Kilo Glocke 1-2 Tage, aber bei einer Glocke in der Größe, die lassen wir eine gute Woche in der Erde drin oder sogar länger, um sie abkühlen zu lassen und dann erst können wieder die nächsten Glocken gegossen werden. Wir haben jetzt die zweitkleinste und kleinste Glocke von Ihrem Geläute gegossen. Die zweitkleinste oder Glocke 4, die Franziskusglocke, hat etwa 800 Kilogramm bis 850 und die Glocke Josef hat etwa um die 600 Kilogramm. 19.200 und 1.800. Genau. Dann drüben haben wir noch die Glocken S und F. Die Glocke S wird eine Glocke mit großer Terz, eine Spezialkonstruktion und hat etwa 1220 bis 1280 Kilo, also knapp 1300 Kilo. Und die Glocke F wird etwa 1100 Kilo, 1150 Kilo haben. So genau kann man es nie sagen, weil die Krone ist Handarbeit, die Verzierungen, das wirkt sich natürlich aufs Gewicht auch plus minus aus. Also die kennen auch schon Fürstenfeld? Die sind auch noch Fürstenfeld, genau. Das ist das Schöne eigentlich jetzt, dass Sie sehen können, was passiert vorher und was ist jetzt beim Guss. Also ich glaube, ein großer Moment und Augenblick, auch diese Stille dazu, wenn hier die Bronze hineinfließt und auch wie du sagst, der Meister ist dem ausgeliefert, dass es gelingt. Alles menschliche Mögliche getan und sein Beitrag möge sein, dass die Glocke dann erklingt zur Freude der Menschen und zu seiner Ehre. Danke.